Hat jemand Bogenrucksack gesagt? Das ist vielleicht ein Brummer. Das ist der Tech One Rucksack von Avalon. Ein neuer Tag, ein neues Video, wieder mal ein Rucksack und wieder mal von Avalon. Diesmal habe ich aber das absolute Topmodell der Marke mitgebracht. Und zwar ist das hier der Tech One Monster Rucksack, will ich mal so sagen. Ja, man kann schon sehen, also ich kriege ihn hier kaum bei mir ins Studio rein. Er passt auch kaum noch in den Frame rein. Es ist wirklich ein brutal großes, fettes Teil. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Ding hat so viele Funktionen und Features und Taschen und Möglichkeiten. Das ist schon ein bisschen krass. Aber irgendwo muss ich ja anfangen und dafür drehe ich ihn jetzt erstmal um. Und dann gucken wir uns den mal von hier an. Dieser Rucksack hat schon mal auf dieser Seite richtig schicke Schultergurte. Wir haben hier unten einen zusätzlichen Gurt, so ein Hüftgurt. Das ist ja schon irgendwie wie so ein Wanderrucksack. Und da merkt man auch gleich, hier ist nicht gespart worden. Hier haben wir super dicke Polsterung am Rücken. Und auch die Gurte sind hier so ein bisschen geschwungen. Das kann man hoffentlich sehen. Vielleicht so besser, dass es hier so ein bisschen Platz lässt für den Hals. Wir haben natürlich, das ist fast schon selbstverständlich, die Möglichkeit, die Gurte wegzupacken. Also große Tasche, Gurte verstauen und dann kann man eben den Rucksack als Tasche tragen und die Gurte hängen nicht auf dem Boden rum. Kleines bisschen blöd ist natürlich, dass die hier jetzt nicht verstaut werden können. Der Hüftgurt also, der bleibt weiter hängen und gut, den kann man dann in der Mitte, kann man den irgendwo zusammenklipsen. Ich hole das mal wieder raus hier. Bauen wir das mal wieder zusammen. Hier geht's hin. So. Also, man merkt schon, der Rucksack ist auch dafür gedacht, da jede Menge Zeug reinzupacken und ihn randvoll und super schwer zu machen. Und dann ist man froh, dass diese Gurte so stabil gemacht sind, dass hier so eine dicke Polsterung ist. Hier oben haben wir noch ein zusätzliches Fach, da kommt jetzt die Kamera kaum noch hin. Kleines Fach hier für eine Visitenkarte und dann oben noch, das geht bis ungefähr hier, wo man Kleinzeug reintun kann. So, das zur Rückseite. Und wenn man den Rucksack jetzt von vorne anguckt, dann fällt natürlich eine Sache sofort auf. Die Fallröhre ist nicht innen liegend, sondern sie ist außen dran montiert. Das ist natürlich ganz klar ein Vorteil, weil man im Inneren jetzt viel mehr Platz hat. Die Fallröhre nimmt innen nichts mehr weg. Dadurch wird der ganze Rucksack breiter und insgesamt sperriger. Aber er ist wirklich ein absolutes Platzwunder. Wir haben eine andere Form, als es so üblich ist bei diesem Rucksack. Wir haben also jetzt eine aufgesetzte Tasche, aber ich kann hier von vorne nicht an das Hauptfach rankommen. Ich habe auf dieser Seite einen Reißverschluss. Wenn ich den aufmache, upsala, dann komme ich seitlich dran. Und hier ist dann auch noch eine Regenhülle dabei. Auch die ist also Teil des Lieferumfangs. Der Rucksack ist natürlich ein bisschen wasserfest, er ist aus Polyester, aber er hat jetzt keine verschweißten Nähte oder sowas. Von daher, wenn man in den absoluten Tsunami kommt, dann kann man sich überlegen, das hier zu nutzen. Also auch das ist dabei. Im Inneren gibt es aber zwei Fächer, das heißt, ich komme auch mit diesem Reißverschluss nur an die Seite, an eines von beiden Fächern. Und ansonsten belädt man den Rucksack komplett von oben. Ich habe also hier einen Reißverschluss oben drauf und dann sieht man das ganz gut. Hier ist dieser Trenner. Hier ist das Fach, mit dem, an das ich von der Seite gekommen bin, mit dem Reißverschluss. Und das hier ist das Hauptfach. Da kommt jetzt mein Bogen und meine Wurfarme rein und da ist so viel Platz. Da kann man auch noch eine Kiste reintun, eine schmale mit Werkzeug. Da kann man auch noch ein Trikot reintun und so weiter. Also da ist jede Menge Platz. Und da ist mir jetzt auch diese Tasche hier entgegengefallen. Das ist die, die dabei ist. Und auch die ist erwähnenswert, denn diese innere Schutztasche,
Die hatte ich schon beim Video zum Avalon Classic Soft Rucksack gelobt, weil da 3 Fächer drin sind. Das hier ist das gleiche Prinzip. Wir haben also 3 Reißverschlüsse, wo man dann eben Mittelteil, Wurfarm 1 und Wurfarm 2 verstauen kann. Wir haben in der Regel bei diesen Taschen in der Mitte eine Verstärkung, die aus etwas stabilerem Material besteht. In dem Fall hier hat Avalon so viel Material reingeklatscht, wie möglich war. Wir haben also 4 Verstärkungen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Seitenwände, die alle aus so einem verstärkten Material sind. Das ganze Ding ist also unglaublich stabil, aber auch relativ schwer. Ich habe das eben mal auf die Waage gelegt. Diese Innentasche alleine wiegt 1,2 Kilo. Der Avalon Classic Soft Rucksack wiegt 2,2 Kilo. Der ganze Rucksack inklusive Innentasche. Da kann man sich also ungefähr vorstellen, wie schwer das hier ist. Das Ganze ist unglaublich solide gemacht, unglaublich stabil und fast schon ein bisschen overengineert. Stabiler wird es nicht und mehr Schutz gibt es nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das auf meinem Tisch hier zu zeigen. Aber eben, der Rucksack hat auch an sich eine relativ gute Form und er steht eben auch an sich aufrecht. Man kann ihn einfach hinstellen. Er hat Kunststofffüße, die auch eben helfen, damit er nicht so im Dreck steht. Und dadurch hat er eben so eine Grundstabilität, die eben ermöglichen, dass er im Grunde einfach so steht. Und dann macht man den Rucksack oben auf und schmeißt sein Zeug einfach von oben auf. Klappe zu und gut. Und das ist eben ein ganz anderes Prinzip als diese Rucksäcke, die man hinlegt und aufklappt und so weiter. Die Hauptsachen, also Mittelteil, Wurfarme und so weiter, die tut man immer von oben quasi rein, wenn das steht. Wir haben diese seitliche Tasche auch noch, aber die ist eben die kleinere von beiden. Was wir auch haben, muss ich ihn wieder hinlegen, es ist etwas schwierig hier mit diesem Teil. Wir haben hier eine Öffnung mit einer Gummilippe dran und da drin gibt es diese Kunststoffsocke, wie auch immer. Und da kann man eben von oben einen Stabi reinschieben, entweder einfach so oder wenn man die Kunststoffröhre hat, die dünne, mit denen die Stabis ja oft geliefert werden, dann kann man den mit dieser Röhre da reinstecken. Und die Idee von diesem Schlauch hier ist eben, wenn da Regenwasser reinläuft oder wenn der Stabi ein bisschen nass ist, dass dann nicht das Innere des Rucksacks nass wird. Also auch das super schlau gelöst, muss man wirklich sagen. Jetzt habe ich also fast alles im Außenbereich abgedeckt, würde ich sagen. Richtig erklärt habe ich nicht, wie das hier gelöst ist. Wir haben also hier die Avalon-Fallröhre, die auch bei den anderen Avalon-Rucksäcken dabei ist. Hier unten ist so eine Neoprentasche, in die reingesteckt ist. Und dann haben wir eben 2 Kunststoffklipse hier, die die ganze Fallröhre halten. Man kann grundsätzlich die Fallröhre auch mit in den Rucksack reintun und dann hat man hier dieses Fach noch frei und kann da zum Beispiel seine Wasserflasche reintun. Oder mit diesen Clipsen könnte man in dieses Fach auch einen Stabilisator befestigen. Also man ist so ein bisschen flexibel, wie man den im Endeffekt nutzt. Dann würde ich doch sagen, bewege ich mich doch mal ins Innere. Wir haben auch hier eine Tasche. Wenn ich die aufklappe, kommt wieder jede Menge zum Vorschein. Auf der Klappe, die ich gerade aufgemacht habe, habe ich ganz oben ein Netzfach. Das ist auch relativ groß. Dann habe ich darunter 2 Fächer, die mit Klett zu sind. Es ist Netzstoff, also es ist nicht geschlossen in irgendeiner Form. Die Sachen wären jetzt nicht wasserdicht da drin. Dann habe ich hier eine Klappe, die auch festgeklettet ist. Und darunter habe ich noch mehr Fächer. Also dieser Rucksack prollt im Grunde rum mit den ganzen Fächern, die er hat. Hier auf dieser Klappe habe ich ein Fach, wo ich einen Bogenständer unterbringen kann. Hier oben ist ein kleines Gummiband, mit dem man ihn noch zusätzlich befestigen kann. Aber hier ist auch so ein Zugband und wenn man da das Ganze zuzieht, dann wird der sich nicht mehr von der Stelle bewegen. 2 kleine Fächer für die Seitenstabis, auch das ist mitgedacht worden. Und dann eben darunter weitere Netzfächer. Hier ist ein Netzfach, hier ist noch ein Reißverschluss mit einem Fach drunter. Hier sind Fächer für Stifte, Kugelschreiber und so weiter. Das hier ist noch ein Fach und hier sind noch Gummibänder, wo man auch noch was festklemmen kann. Allein in dieser aufgesetzten
Tasche hier vorne haben wir 3, 5, 6, 7, 8, 9 Fächer, wenn ich das hier nicht mitzähle. Also wahnsinnig viel Platz und Möglichkeiten, sein ganzes Gerümpel unterzukriegen. Das ist wirklich toll. Hier vorne ist noch ein Reißverschluss. Und wenn ich den aufmache, ist die vordere Seite hier auch nochmal ein flaches Fach drunter für zum Beispiel Papier, seine Ergebnisse oder was auch immer. Auch da könnte man noch ein bisschen Kleidung oder sowas unterbringen. Also, er wiegt beinahe 5 Kilo, ohne dass irgendetwas drin ist. Der leere Rucksack 4,9 Kilo. Wie eben erwähnt, Classic Soft von Avalon wiegt 2,2. Also wir haben hier das doppelte Gewicht, nur der Rucksack, was eben an diesen ganzen Taschen, Fächern, Reißverschlüssen und so weiter liegt. Ist also nichts für kleine Personen, die nicht so viel tragen können oder wollen. Muss man wirklich eine Warnung aussprechen. Auch die Dimensionen, ich hoffe, das kann man etwa einschätzen, wie der Rucksack hier neben mir steht. Der ist wirklich immens groß. Wenn der neben mir auf dem Boden steht, ist das wie so eine halbe Theke, an der ich stehe. Muss man also wirklich wollen, wenn man damit kein Problem hat und wenn man maximal viel Stauraum haben möchte, dann ist das genau der richtige Rucksack. Wenn man sagt, das wird mir dann irgendwann ein bisschen zu schwer, dann muss man sich vielleicht woanders umgucken. Ich habe keine Bedenken, dass man hier 2 komplette Bögen unterkriegt, also 2 Mittelteile, 4 Wurfarme, 2 Stabilsysteme, 2 Visiere, locker. Wenn ich was finden soll, was ich kritisieren möchte, dann könnte ich kritisieren, dass hier keine Reflektoren dran sind, auf der Vorderseite nicht und auf der Rückseite auch nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das hat Avalon eben bei anderen Rucksäcken gemacht und ich finde es eben eine sinnvolle Sache. Das ist hier nicht, aber ansonsten hat Avalon hier super abgeliefert. Ist allerdings auch eine Ecke teurer. Also aktuell ungefähr 100 €, kostet damit rund doppelt so viel wie der Classic Soft Rucksack. Das ist natürlich schon eine Ansage, aber ich sag mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es eigentlich absolut in Ordnung. Den Rucksack gibt es in Schwarz, Grau, Blau und Rot. Also es sind nicht so viele Varianten. Beim Classic Soft waren es ja 13 Farben. Hier muss man sich eben mit 4 zufrieden geben. Aber ich finde das nicht schlimm. Wie gesagt, es gibt auch auf dem Markt eigentlich wenig Vergleichbares mit so massiv viel Stauraum und Fächern und Optionen wie der Tech One von Avalon. Ja, was ist das Fazit? Ich glaube, man merkt es mir an. Ich bin total begeistert. Es ist ein super Rucksack. Er ist ein bisschen teurer. Es ist der teuerste Rucksack, den Avalon im Programm hat, aber nicht ohne Grund. Also man kriegt wahnsinnig viel fürs Geld, viel Stauraum, viele Optionen, viele Möglichkeiten, viele Taschen und deswegen geht das absolut in Ordnung. Verarbeitungsqualität bei Avalon ist nicht immer top. Bei den Rucksäcken muss ich sagen aber schon. Also da gibt es nichts zu meckern und deswegen ist dieser Rucksack auch eine klare Empfehlung von mir für Leute, die sagen, macht mir nichts, dass er ein bisschen mehr wiegt. Ich will maximalen Stauraum. Die werden genau hier fündig. Wenn ihr noch eine Frage habt zum Tech One Bogenrucksack von Avalon oder wenn ihr einen Rucksack kennt, in dem man noch mehr Kram reinpacken kann, was ich nicht glaube, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, dann bitte in die Kommentare und ansonsten sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.